Lektion 1: Pläne für das Mittagessen. Ich werde hungrig. Was denkst du, sollten wir zu Mittag essen? Wie wäre es mit Sandwiches? Sie sind schnell und einfach zuzubereiten. Das klingt nach einem Plan. Ich kann ein paar leckere Schinkenkäse-Sandwiches machen. Großartig! Ich bereite ein paar Truthahn- und Avocado-Sandwiches zu. Lecker! Ich liebe Avocado. Ich bringe auch ein paar Chips zu den Sandwiches mit. Perfekt! Und ich bringe etwas Obstsalat für eine gesunde Variante mit. Auf jeden Fall brauchen wir etwas Erfrischendes. Ich kann es kaum erwarten, mich einzuarbeiten. Ich auch. Ich packe alles in einen Picknickkorb, damit wir unser Mittagessen draußen genießen können. Das ist eine fantastische Idee. Wenn Sie in der Natur essen, wird das Essen noch angenehmer. Ich stimme zu. Es ist immer schön, beim Essen einen Szenenwechsel zu haben. Absolut. Ich bringe eine Decke mit, auf der wir sitzen können. Das ist nett von dir. Das wird unser Picknick noch gemütlicher machen. Ich freue mich, dass du das denkst. Ich möchte, dass unser Mittagessen etwas Besonderes ist. Ich weiß deine Mühe zu schätzen. Das wird ein fantastisches Mittagessen. Ich freue mich. Es wird eine großartige Abwechslung von unserer gewohnten Routine sein. In der Tat. Manchmal kann eine einfache Mahlzeit im Freien einen großen Unterschied machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es sind die kleinen Dinge, die uns Freude bereiten. Absolut. Ich glaube, dieses Mittagessen wird eines dieser kleinen Dinge sein. Ich freue mich darauf. Das wird ein unvergessliches Mittagessen. Auf jeden Fall. Gutes Essen und gute Gesellschaft, was können wir mehr verlangen? Du hast recht. Ich bin dankbar für Momente wie diese. Ich auch. Machen wir das Beste aus unserer Mittagspause. Absolut. Ich bringe auch ein paar Getränke mit, um auf ein wunderbares Essen anzustoßen. Lektion 2: Umzug an einen neuen Ort. Ein Umzug an einen neuen Ort kann aufregend sein, aber es gibt so viel auszupacken. Ich verstehe. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie gerne fragen. Danke, Anna. Danke für dein Angebot. Ich muss eine Menge Kisten durchgehen. Gar kein Problem. Ich bin mehrmals umgezogen, also weiß ich, wie überwältigend es sein kann. Das ist beruhigend. Das ist mein erster Umzug und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mach dir keine Sorgen. Ich kann Ihnen einige Tipps geben, wie Sie den Vorgang vereinfachen können. Das wäre fantastisch. Ich bin ganz Ohr. Priorisieren Sie zunächst das Wesentliche. Packen Sie die Kartons mit den Gegenständen aus, die Sie sofort benötigen. Das macht Sinn. Dann fange ich mit den Küchen- und Badezimmerartikeln an. Perfekt. Sobald Sie das Nötigste ausgepackt haben, können Sie sich Zeit für den Rest nehmen. Das nimmt etwas Druck. Ich fühlte mich von all den Kisten überwältigt. Es ist natürlich,
dass Sie sich so fühlen, aber denken Sie daran, Pausen einzulegen und Ihr Tempo zu halten. Guter Rat. Ich werde dafür sorgen, dass ich mich ausruhe und neue Energie tanke, wenn es nötig ist. Beschriften Sie Ihre Kartons außerdem deutlich. Das wird es später viel einfacher machen, Dinge zu finden. Das ist ein toller Vorschlag. Ich besorge ein paar Markierungen und Etiketten, um mit dem Etikettieren der Kartons zu beginnen. Hervorragend. Das erspart Ihnen auf lange Sicht viel Zeit und Frust. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ein Umzug wäre ohne Ihre Anleitung viel schwieriger. Es ist mir eine Freude, Ihnen weiterzuhelfen. Ein Umzug kann eine Teamleistung sein. Du hast recht. Jemanden zu haben, der unter die Arme greift, macht einen großen Unterschied. Auf jeden Fall. Und zögern Sie nicht, bei Bedarf Freunde oder Familie um Hilfe zu bitten. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist gut zu wissen, dass ich Unterstützung habe. Absolut. Ein Umzug ist eine große Aufgabe, aber mit etwas Hilfe wird sie überschaubarer. Ich fange an, den gesamten Prozess positiver zu sehen. Das ist toll zu hören. Denken Sie daran, es ist ein Neuanfang in einem neuen Raum. Du hast recht. Ich freue mich darauf, dieses Haus in ein Zuhause zu verwandeln. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du das tun wirst. Genieße den Prozess und mache ihn dir zu eigen. Danke, Anna. Ihre ermutigenden Worte bedeuten mir viel. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, ich bin für Sie da, falls Sie unterwegs Hilfe benötigen. Ich werde nicht zögern, Kontakt aufzunehmen. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung, Anna. Es ist mir ein Vergnügen. Viel Glück beim Auspacken und Eingewöhnen. Ich werde mein Bestes geben. Danke, Anna. Lektion 3: Auftanken und Geduld. Mein Telefonakku ist schwach. Ich muss es aufladen. Das ist wichtig. Geduld ist jedoch der Schlüssel, wenn Sie darauf warten, dass es vollständig aufgeladen ist. Ich weiß, es fühlt sich immer so an, als würde es ewig dauern. Es mag so erscheinen, aber es ist notwendig, um vollständig aufgeladen zu werden. Du hast recht. Ich sollte den Prozess nicht überstürzen. Genau. Geduld ermöglicht es der Batterie, ihre volle Kapazität wiederzugewinnen. Ich werde versuchen, geduldig zu sein und es aufladen zu lassen, ohne es alle paar Minuten zu überprüfen. Das ist eine gute Strategie. Lassen Sie es am besten ungestört aufladen. Während ich warte, kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren und mich beschäftigen. Das ist eine tolle Idee. Es gibt viele Dinge, die Sie tun können, während es aufgeladen wird. Ich könnte ein Buch lesen oder etwas Arbeit nachholen. Exzellente Entscheidungen. Die Zeit wird schnell vergehen, wenn Sie anderen Aktivitäten nachgehen. Vielleicht mache ich sogar einen kurzen Spaziergang, um meinen Kopf frei zu bekommen. Auf diese Weise können Sie sich wunderbar aufladen, während Ihr Telefon auch aufgeladen wird. Es stimmt, manchmal vergessen wir, wie wichtig es ist, uns wieder aufzuladen. Absolut. Pausen einzulegen und für uns selbst zu sorgen, ist für das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Geduld und Selbstfürsorge gehen Hand in Hand.
Das tun Sie auf jeden Fall. Beides ist wichtig für ein ausgeglichenes und erfülltes Leben. Ich fange jetzt an, den Wert von Geduld und Selbstfürsorge mehr zu schätzen. Das ist fantastisch. Es ist eine Denkweise, die Ihnen in verschiedenen Lebensbereichen gute Dienste leisten wird. Ich glaube, du hast recht. Es ist eine Lektion, die es wert ist, gelernt zu werden. Auf jeden Fall. Und denken Sie daran, dass Sie genau wie Ihr Telefon voll aufgeladen sind und loslegen können. Danke für deine Ermutigung, Anna. Deine Worte sind ermutigend. Du bist willkommen, John. Wir alle brauchen Erinnerungen, um auf uns selbst aufzupassen. In der Tat ist es leicht, Selbstfürsorge in der Hektik des Alltags zu übersehen. Deshalb ist es wichtig, bei Bedarf eine Pause einzulegen und neue Energie zu tanken. Ich mache es von nun an zu einer Priorität. Aufladen ist für ein ausgeglichenes Leben notwendig. Ich freue mich, das zu hören. Vergiss nicht, Geduld und Selbstfürsorge auch auf andere auszuüben. Du hast recht. Wir alle brauchen Verständnis und Mitgefühl. Absolut. Lassen Sie uns gemeinsam Geduld haben und neue Energie tanken. Ich bin bereit, genau das zu tun. Danke für die Erinnerung, Anna. Lektion 4: Kulturelle Unterschiede, Pünktlichkeit. Ich lebe jetzt seit einiger Zeit in einem anderen Land und habe einige interessante kulturelle Unterschiede festgestellt. Das ist faszinierend. Jede Kultur hat ihre eigenen Praktiken. Welche Unterschiede haben Sie beobachtet? Nun, ein Unterschied, den ich bemerkt habe, ist die Pünktlichkeit. In meiner Kultur wird Pünktlichkeit sehr geschätzt. Ah, ich verstehe. Pünktlichkeit ist in der Tat ein wichtiger Aspekt vieler Kulturen. Was ist mit der Kultur, in der Sie sich gerade befinden? Hier scheint es akzeptabler zu sein, etwas zu spät zu kommen. Die Menschen stehen der Zeit entspannter gegenüber. Das ist interessant. Es zeigt, wie kulturelle Normen unsere Wahrnehmung von Pünktlichkeit prägen. Ja, es war eine Anpassung für mich. Ich bin es gewohnt, schnell zu sein und dasselbe von anderen zu erwarten. Ich kann verstehen, dass das eine Herausforderung sein könnte. Haben Sie Strategien zur Anpassung gefunden? Ich habe gelernt, flexibler mit meinen Erwartungen umzugehen und etwas Spielraum für kulturelle Unterschiede zu lassen. Das ist ein großartiger Ansatz. Die Anpassung und das Verständnis kultureller Nuancen sind unerlässlich, wenn Sie im Ausland leben. Absolut. Es geht darum, Vielfalt anzunehmen und aus verschiedenen Perspektiven zu lernen. In der Tat. Es ist eine Gelegenheit, unseren Horizont zu erweitern und unsere eigenen kulturellen Vorurteile in Frage zu stellen. Ich bin durch diese Erfahrung definitiv aufgeschlossener geworden. Das ist wunderbar zu hören. Kultureller Austausch kann bereichernd und transformativ sein. Das ist es wirklich. Ich habe gelernt, die Schönheit verschiedener Bräuche und Traditionen zu schätzen. Das ist eine wertvolle Lektion. Es fördert das Verständnis und die Harmonie zwischen verschiedenen Gemeinschaften. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, unsere Unterschiede zu feiern, anstatt zuzulassen, dass sie uns spalten. Genau. Unsere Welt wird zu einem besseren Ort, wenn wir uns die kulturelle Vielfalt zu eigen machen. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, in eine andere Kultur einzutauchen.
Und ich bin mir sicher, dass die Menschen, mit denen Sie interagieren, Ihre Bereitschaft schätzen, sich anzupassen und zu verstehen. Das hoffe ich. Brücken bauen und Verbindungen fördern, darum geht es beim kulturellen Austausch. Du machst einen fantastischen Job, John. Mach dir die Unterschiede zu eigen und lerne von ihnen. Danke, Anna. Ich bin entschlossen, diese Reise der kulturellen Erkundung fortzusetzen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie in dieser interkulturellen Erfahrung Erfolg haben werden. Ihre Ermutigung bedeutet mir viel. Danke für deine Unterstützung, Anna. Du bist sehr willkommen, John. Denken Sie daran, kulturelles Verständnis ist ein lebenslanger Prozess. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist eine Reise des Wachstums und der Wertschätzung. Absolut. Üben Sie weiter gut und genießen Sie den Reichtum der kulturellen Vielfalt. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre Erkenntnisse und Ihre Ermutigung. Lektion 5: Online-Shopping. Ich habe nach einem neuen Paar Schuhe gesucht, aber noch nicht die richtigen gefunden. Warum versuchst du nicht, online einzukaufen? Sie werden mehr Optionen zur Auswahl haben. Das ist eine gute Idee. Ich denke, ich werde in ein paar Online-Shops nach weiteren Optionen suchen. Großartig! Online-Shopping bietet Komfort und eine breite Produktpalette. Ich habe von den Vorteilen gehört, aber ich habe es nicht oft ausprobiert. Irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Sicher! Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Produktbeschreibungen und Kundenrezensionen lesen, um genaue Informationen zu erhalten. Das macht Sinn. Es ist wichtig zu wissen, was ich kaufe und ob andere damit zufrieden sind. Genau. Es hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Gibt es bestimmte Online-Shops, die du für Schuhe empfiehlst? Es gibt viele seriöse Optionen wie Amazon, Zappos und die offizielle Website von Nike. Ich werde mir die ansehen. Wie wäre es mit der Größe? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die richtige Passform. Die meisten Online-Shops haben Größentabellen, in denen die Maße für jeden Schuh angegeben sind. Nehmen Sie Ihre Maße und vergleichen Sie sie, um die richtige Größe zu finden. Das ist hilfreich. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Füße genau vermesse, bevor ich einen Kauf tätige. Gute Idee. Es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Schuhe zurückgegeben oder ausgetauscht werden müssen. Apropos Retouren, was ist, wenn die Schuhe nicht passen oder ich sie nicht mag? Viele Online-Shops haben flexible Rückgabebedingungen. Überprüfen Sie einfach die Rückgaberichtlinien, bevor Sie einen Kauf tätigen. Das gibt mir etwas Seelenfrieden. Es ist gut zu wissen, dass ich Optionen habe, wenn die Dinge nicht klappen. Absolut. Online-Shopping kann bequem sein, aber es ist wichtig, die Rückgabebedingungen zu beachten. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Gibt es noch andere Dinge, die ich beim Online-Einkauf beachten sollte? Eine Sache, auf die Sie achten sollten, ist die Sicherheit der Website. Stellen Sie sicher, dass der Checkout-Vorgang sicher ist, und suchen Sie in der Adressleiste des Browsers nach dem Vorhängeschloss-Symbol. Ah, ja. Ich habe von Online-Betrug gehört. Es ist wichtig, meine persönlichen und finanziellen Daten zu schützen. Auf jeden Fall.
Halten Sie sich an seriöse Websites und seien Sie vorsichtig bei verdächtigen Links oder E-Mails. Ich werde vorsichtig sein. Sicherheit hat Priorität, auch in der Welt des Online-Shoppings. Absolut. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen können Sie den Komfort und die Vielfalt des Online-Shoppings genießen. Danke für all die Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, Online-Shops zu erkunden. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Einkaufen. Ich hoffe, du findest das perfekte Paar Schuhe. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich lasse es dich wissen, wenn ich die richtigen gefunden habe. Ich freue mich darauf, von Ihrem Online-Einkaufserfolg zu hören. Viel Spaß beim Prozess. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung und Ermutigung. Lektion 6: Kreatives Färben. Ich habe darüber nachgedacht, mich am Färben von Stoffen zu versuchen. Hast du es jemals getan, Anna? Ja, habe ich. Es kann eine unterhaltsame und kreative Art sein, alten Kleidungsstücken oder Stoffen neues Leben einzuhauchen. Das ist genau das, was ich suche. Kannst du einen Farbstoff empfehlen, der einfach zu verwenden ist? Nun ja, du kannst flüssigen Farbstoff verwenden. Es ist leicht verfügbar und einfach zu handhaben. Flüssiger Farbstoff klingt praktisch. Stehen verschiedene Farben zur Auswahl? Unbedingt. Sie finden eine große Auswahl an Farben, sodass Sie Ihre Favoriten auswählen können. Das ist großartig. Ich freue mich darauf, mit verschiedenen Farbtönen zu experimentieren und einzigartige Designs zu kreieren. Es ist eine wunderbare Art, Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Sie können sogar Farben mischen, um benutzerdefinierte Farben zu erstellen. Farbenmischen klingt interessant. Gibt es bestimmte Techniken, die ich kennen sollte? Es gibt verschiedene Techniken, die du ausprobieren kannst, wie Tauchen, Batiken oder sogar das Erstellen von Mustern mit Pinseln oder Schwämmen. Wow, es gibt so viele Möglichkeiten. Welche Technik würdest du einem Anfänger wie mir empfehlen? Das Batiken ist eine beliebte und anfängerfreundliche Technik. Es ist einfach, lebendige und farbenfrohe Muster zu erzielen. Das klingt nach einem guten Ausgangspunkt. Ich probiere das Batiken mal aus. Irgendwelche Tipps für den Einstieg? Sicher. Beginnen Sie mit einem sauberen, feuchten Stoff und folgen Sie den Anweisungen auf der Farbstoffpackung, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ich hab's. Ich werde die Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen. Und denken Sie daran, Handschuhe zu tragen, um Ihre Hände vor Flecken zu schützen. Sicherheit geht vor. Ich werde darauf achten, Handschuhe zu tragen und in einem gut belüfteten Bereich zu arbeiten. Das ist wichtig. Eine gute Belüftung hilft beim Färben und verhindert starke Gerüche. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Haben Sie weitere Tipps, um lebendige Farben zu erzielen? Wenn Sie den Stoff vorher in einer Mischung aus Wasser und Essig einweichen, kann der Farbstoff besser aufgenommen werden und intensivere Farben entstehen. Essig, verstanden. Vor dem Färben stelle ich sicher, dass ich es einweichen muss. Großartig! Und vergessen Sie nicht, den Stoff nach dem Färben gründlich abzuspülen, um überschüssigen Farbstoff zu entfernen. Gründliches Spülen, überprüfen. Ich möchte sicherstellen, dass die Farben lebendig bleiben und nicht bluten.
Das ist der richtige Weg. Richtiges Spülen hilft dabei, den Farbstoff zu fixieren und Blutungen vorzubeugen. Danke für all die Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster, mein Färbeprojekt zu beginnen. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Entwerfen Ihrer einzigartigen Designs. Das werde ich, Anna. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie mein Stoff aussieht. Ich freue mich für dich. Denke daran, jedes Färbeprojekt ist eine Gelegenheit, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Absolut. Ich bin dankbar für dieses kreative Angebot. Nochmals vielen Dank für deine Anleitung, Anna. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich bin hier, um Ihre kreativen Bemühungen zu unterstützen. Viel Spaß beim Färben. Danke, Anna. Auf die Erkundung der Welt des Färbens und darauf, unsere künstlerische Seite zu entdecken. Lektion 7: Blender einkaufen. Ich habe nach einem neuen Mixer gesucht. Ich möchte einen mit mehreren Geschwindigkeiten und einigen anderen Funktionen im Hinterkopf. Das ist großartig. Verschiedene Geschwindigkeitsoptionen können das Mischen verschiedener Zutaten erleichtern. Welche anderen Funktionen ziehen Sie in Betracht? Ich interessiere mich auch für einen Mixer mit Pulsfunktion und einem langlebigen Glasgefäß. Die Pulsfunktion kann nützlich sein, um eine genauere Mischung zu erzielen, und ein Glasgefäß ist eine gute Wahl, wenn es um Haltbarkeit und einfache Reinigung geht. Genau. Ich hatte in der Vergangenheit Plastikdosen und sie neigen dazu, mit der Zeit zerkratzt und fleckig zu werden. Ich verstehe. Gläser sind im Allgemeinen widerstandsfähiger gegen Kratzer und Flecken und nehmen keine Gerüche auf. Das ist mir wichtig. Ich möchte einen Mixer, der lange hält und seine Leistung beibehält. Absolut. Es ist immer ratsam, in einen hochwertigen Mixer zu investieren, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Gibt es bestimmte Marken oder Modelle, die Sie empfehlen? Es gibt mehrere seriöse Marken wie Vitamix, Blendtec und KitchenAid, die Mixer mit mehreren Geschwindigkeiten und anderen Funktionen anbieten. Ich habe gute Dinge über diese Marken gehört. Ich werde sie mir ansehen. Was ist mit der Motorleistung? Die Motorleistung bestimmt die Leistung des Mixers. Suchen Sie für vielseitiges Mixen nach einem Mixer mit einer höheren Wattleistung. Das macht Sinn. Ich möchte einen Mixer, der sowohl weiche als auch harte Zutaten verarbeiten kann. Mixer mit höherer Wattzahl sind im Allgemeinen besser in der Lage, zähe Zutaten wie Eis oder gefrorene Früchte zu mischen. Gut zu wissen. Ich mache gerne Smoothies mit gefrorenen Früchten, daher ist ein leistungsstarker Mixer ein Muss. Smoothies sind eine großartige Möglichkeit, Obst und Gemüse in Ihre Ernährung aufzunehmen. Ein leistungsstarker Mixer erleichtert den Vorgang erheblich. Absolut. Ich freue mich darauf, neue Rezepte auszuprobieren und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Das ist der Geist. Mit dem richtigen Mixer erweitern sich Ihre Möglichkeiten in der Küche. Ich kann es kaum erwarten. Kosten Mixer mit mehreren Geschwindigkeiten mehr? Im Allgemeinen sind Mixer mit mehr Funktionen und höherer Wattleistung tendenziell teurer. Es gibt jedoch erschwingliche Optionen, die dennoch eine anständige Leistung bieten. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Das Budget ist für mich ein Faktor, aber ich will auch Qualität.
Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Berücksichtigen Sie Ihre Bedürfnisse und recherchieren Sie, um den besten Mixer für Ihr Budget zu finden. Forschung ist der Schlüssel. Ich lese Bewertungen und vergleiche Preise, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Das ist ein kluger Ansatz. Bewertungen können wertvolle Erkenntnisse von anderen Benutzern liefern. Danke für all die Informationen, Anna. Ich fühle mich jetzt besser darauf vorbereitet, den perfekten Mixer auszuwählen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich hoffe, Sie finden den idealen Mixer für Ihre Bedürfnisse. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich lasse es dich wissen, sobald ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich freue mich darauf, von Ihrem neuen Mixer zu hören. Viel Spaß beim Mixen und viel Spaß bei deinen kulinarischen Abenteuern. Danke, Anna. Auf die Suche nach dem perfekten Mixer und die Zubereitung köstlicher Leckereien. Lektion 8: Budgetierung für Reisen. Die Planung einer Reise kann aufregend sein, aber die Kosten können sich schnell summieren. Hast du irgendwelche Tipps für die Budgetierung, Anna? Absolut, John. Eine Möglichkeit, Geld zu sparen, besteht darin, leicht zu packen und nur wichtige Dinge wie Kleidung und Toilettenartikel mitzunehmen. Das macht Sinn. Übergepäck kann zu zusätzlichen Gebühren führen, und es ist einfacher, mit weniger Gegenständen auszukommen. Genau. Außerdem haben Sie mehr Platz für Souvenirs oder Artikel, die Sie während Ihrer Reise kaufen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hast du irgendwelche Tipps, um bezahlbare Unterkünfte zu finden? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie können erwägen, in günstigen Hotels, Hostels zu übernachten oder sogar Zimmer oder Apartments über Online-Plattformen zu mieten. Das klingt nach großartigen Alternativen. Es ist wichtig, eine komfortable Unterkunft zu finden, ohne das Budget zu sprengen. Absolut. Recherchieren und vergleichen Sie die Preise, um die besten Angebote zu finden, die Ihrem Budget und Ihren Vorlieben entsprechen. Forschung ist der Schlüssel, um erschwingliche Optionen zu finden. Was ist mit dem Transport während der Reise? Je nach Reiseziel können öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder Züge eine kostengünstige Art sein, sich fortzubewegen. Das ist ein gutes Argument. Das ist oft billiger, als ein Auto zu mieten oder überall mit dem Taxi zu fahren. Darüber hinaus kann das Gehen oder Radfahren eine großartige Möglichkeit sein, die Stadt zu erkunden und gleichzeitig Geld für den Transport zu sparen. Wandern und Radfahren klingen nach gesunden und budgetfreundlichen Optionen. Ich werde diese auch in Betracht ziehen. Ein weiterer Tipp ist, nach ermäßigten Attraktionen oder kostenlosen Aktivitäten in der Gegend zu suchen, die Sie besuchen. Das ist eine tolle Idee. Viele Städte bieten kostenlose Stadtrundgänge oder ermäßigte Eintrittskarten für Museen und Sehenswürdigkeiten an. Wenn Sie diese Möglichkeiten nutzen, können Sie Geld sparen und gleichzeitig die lokalen Sehenswürdigkeiten genießen. Ich werde im Voraus recherchieren und planen, um alle Rabatte oder kostenlosen Aktivitäten nutzen zu können. Das ist ein kluger Ansatz, John. Eine vorausschauende Planung kann Ihnen helfen, Ihr Budget optimal zu nutzen. Haben Sie weitere Budgetierungstipps für Reisende? Es ist wichtig, ein Tagesbudget für Mahlzeiten festzulegen und sich daran zu halten. Wenn Sie in lokalen Restaurants essen oder einige Mahlzeiten selbst zubereiten, können Sie ebenfalls Geld sparen. Kluger Rat. Es ist ein Muss, die lokale Küche zu probieren, aber es ist gut, sie mit günstigeren Optionen in Einklang zu bringen.
Absolut. Und vergessen Sie nicht, Ihre Ausgaben während der Reise im Auge zu behalten, um Ihr Budget einzuhalten. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Ausgaben aufzuzeichnen. Es hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Ausgaben zu behalten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Genau. Wenn Sie auf Ihre Ausgaben achten, wird Ihre Reise angenehmer und stressfreier. Danke für all die hilfreichen Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt sicherer bei der Planung meiner bevorstehenden Reise. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Denken Sie daran, Budgetierung bedeutet nicht, Kompromisse bei den Erlebnissen einzugehen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Bei sorgfältiger Planung kann ich eine unvergessliche Reise erleben, ohne das Budget zu sprengen. Das ist der Geist. Frohe Reisen, John, und genieße dein Abenteuer. Danke, Anna. Auf budgetfreundliche Abenteuer und unvergessliche Erinnerungen. Lektion 9. So bleibt das Training unterhaltsam. Es kann manchmal schwierig sein, die Trainingsroutine aufregend und herausfordernd zu halten. Hast du irgendwelche Tipps, Anna? Ich stimme zu. Außerdem ist es immer schön, eine Vielzahl von Übungen zu haben, um die Dinge interessant zu halten. Eine Idee ist, verschiedene Trainingskurse oder Programme auszuprobieren. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, die Dinge durcheinander zu bringen. Das Ausprobieren neuer Übungen kann helfen, verschiedene Muskelgruppen anzusprechen und Langeweile vorzubeugen. Genau. Es ist auch hilfreich, sich bestimmte Ziele für Ihr Training zu setzen. Egal, ob es darum geht, Kraft, Ausdauer oder Flexibilität zu steigern, ein Ziel zu haben, kann dich motivieren. Ziele geben dem Training einen Sinn. Ich werde sicherstellen, dass ich mir einige Ziele setze, auf die ich hinarbeiten kann. Ein weiterer Tipp ist, Musik in Ihr Training zu integrieren. Das Erstellen von Playlisten mit optimistischen Songs kann Ihre Energie steigern und das Training angenehmer machen. Musik ist ein starker Motivator. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Hast du Empfehlungen für Trainings-Apps oder Online-Ressourcen? Es gibt viele großartige Apps und Websites, die Trainingsroutinen und geführte Übungen anbieten. Zu den beliebtesten gehören Nike Training Club, Fitboot und Yoga with Adrene. Ich werde mir die ansehen. Ein strukturierter Trainingsplan kann als Orientierungshilfe dienen und eine ausgewogene Routine gewährleisten. Absolut. Es ist auch wichtig, auf Ihren Körper zu hören und sich Ruhetage zu gönnen, um sich zu erholen und Überanstrengungen vorzubeugen. Ruhe und Erholung sind entscheidend, um Verletzungen zu vermeiden. Ich werde sicherstellen, dass regelmäßige Ruhetage in meine Trainingsroutine aufgenommen werden. Das ist ein kluger Ansatz, John. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen sich selbst und der Möglichkeit, dass sich Ihr Körper erholt. Abwechslung scheint der Schlüssel zu sein. Gibt es noch andere Möglichkeiten, das Training spannender zu gestalten? Ja, du kannst versuchen, mit einem Freund zu trainieren oder an Gruppenkursen teilzunehmen. Einen Trainingspartner zu haben, kann Verantwortung übernehmen und das Erlebnis angenehmer machen. Mit einem Freund zu trainieren klingt nach einer lustigen Idee. Es kann auch dazu führen, dass die Zeit schneller vergeht. Auf jeden Fall. Sie können auch Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Schwimmen ausprobieren, um Ihrer Fitnessroutine ein bisschen Abenteuer hinzuzufügen. Outdoor-Aktivitäten klingen erfrischend. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Natur zu genießen und gleichzeitig ein gutes Training zu absolvieren. Und vergiss nicht, dich für das Erreichen von Meilensteinen oder das Erreichen deiner Fitnessziele zu belohnen.
Gönnen Sie sich etwas, das Ihnen Spaß macht, wie eine Massage oder ein neues Trainingsoutfit. Belohnungen sind ein großartiger Motivator. Das werde ich im Hinterkopf behalten und unterwegs einige wohlverdiente Leckereien einplanen. Das ist der Geist, John. Genießt die Reise und hab Spaß beim Training. Denken Sie daran, dass es eine Freude sein sollte, aktiv zu bleiben. Danke für den wertvollen Rat, Anna. Ich freue mich darauf, meine Trainingsroutine wieder zu beleben und sie angenehmer zu gestalten. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Nehmen Sie die Herausforderung an und drängen Sie sich weiter. Du schaffst das. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Auf spannende und erfüllende Workouts, die das Beste aus mir herausholen. Lektion 10: Networking für den Erfolg. Guten Morgen, Anna. Ich freue mich, dass du mich heute treffen konntest. Ich wollte über die Bedeutung von Netzwerken in unserem Berufsleben sprechen. Guten Morgen, John. Networking ist in der Tat entscheidend für Karrierewachstum und Chancen. Der Aufbau von Verbindungen kann Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Absolut. Es geht nicht nur darum, was du weißt, sondern wen du kennst. Networking hilft uns, unseren Kreis zu erweitern und aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Das ist richtig. Die Teilnahme an Branchenveranstaltungen und Konferenzen ist eine großartige Möglichkeit, gleichgesinnte Fachleute zu treffen und Ideen auszutauschen. Konferenzen bieten wertvolle Lernmöglichkeiten und die Möglichkeit, mit Branchenführern in Kontakt zu treten. Es ist eine Investition in unsere berufliche Entwicklung. Eine andere Möglichkeit, sich zu vernetzen, sind Online-Plattformen wie LinkedIn. Es ermöglicht uns, eine professionelle Präsenz aufzubauen, mit Kollegen in Kontakt zu treten und neue Stellenangebote zu LinkedIn entdecken. ist ein leistungsstarkes Tool zum Netzwerken. Es ist ein virtueller Raum, in dem wir unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen, an Branchendiskussionen teilnehmen und mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt treten können. Genau. Es ist wichtig, aktiv mit anderen auf LinkedIn in Kontakt zu treten, indem sie relevante Inhalte teilen, Beiträge kommentieren und an Berufsgruppen teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit anderen zeigt unser Wissen und unsere Expertise. Es hilft uns, Glaubwürdigkeit aufzubauen und sinnvolle Verbindungen aufzubauen. Beim Netzwerken geht es nicht nur ums Nehmen, sondern auch ums Geben. Wenn Sie andere auf ihrem beruflichen Weg unterstützen, können Sie dauerhafte Beziehungen aufbauen. Das ist ein gutes Argument, Anna. Hilfe anzubieten, Ressourcen zu teilen und wirklich am Erfolg anderer interessiert zu sein, kann unser Netzwerk stärken. Absolut. Der Aufbau von Beziehungen, die auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung basieren, kann zu Kooperationen, Mentorenangeboten und sogar zu Stellenempfehlungen führen. Netzwerkveranstaltungen können sich manchmal einschüchternd anfühlen. Haben Sie Tipps, um neue Leute anzusprechen und mit ihnen in Kontakt zu treten? Vertrauen ist der Schlüssel. Gehen Sie freundlich auf andere zu, stellen Sie sich vor und zeigen Sie echtes Interesse an Ihrer Arbeit oder Ihren Erfahrungen. Aktives Zuhören ist ebenfalls wichtig. Indem wir anderen aufmerksam zuhören, können wir ihre Bedürfnisse verstehen und Wege finden, Mehrwert zu bieten. Genau. Offene Fragen zu stellen und bedeutungsvolle Gespräche zu führen, kann uns helfen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Es ist auch von Vorteil, nach Netzwerkveranstaltungen neue Kontakte zu knüpfen. Das Senden einer personalisierten Nachricht oder E-Mail zeigt ihr anhaltendes Interesse. Nachverfolgung ist für die Pflege von Beziehungen unerlässlich.
Es hält das Gespräch am Laufen und hilft, die Verbindung zu festigen. Networking ist ein fortlaufender Prozess. Es ist wichtig, proaktiv zu bleiben und ständig nach Möglichkeiten zu suchen, unser Netzwerk zu erweitern. Absolut. Der Aufbau eines starken Netzwerks erfordert Zeit und Mühe, aber die Vorteile sind es wert. Es kann Türen zu neuen Karrieremöglichkeiten und persönlichem Wachstum öffnen. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Ich fühle mich jetzt motivierter, Zeit und Energie in das Netzwerken zu investieren. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, Netzwerke sind ein wertvolles Werkzeug in Ihrem professionellen Werkzeugkasten. Nutzen Sie es und nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten. Das werde ich, Anna. Ich wünsche mir, durch Networking sinnvolle Verbindungen aufzubauen und neue Möglichkeiten zu erschließen. Lektion 11: Die Macht der Vorbereitung. Unbedingt. Selbstvertrauen entsteht, wenn man gut vorbereitet ist. Wenn Sie vorbereitet sind, fühlen Sie sich wohler und sind bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen. Das ist so wahr, John. Die Vorbereitung gibt uns eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen können. Sie ermöglicht es uns, Situationen mit einem Gefühl der Sicherheit anzugehen. Eine Möglichkeit zur Vorbereitung besteht darin, gründliche Nachforschungen anzustellen. Ob für eine Präsentation oder ein Vorstellungsgespräch, das Sammeln von Informationen ist entscheidend. Recherchen helfen uns, das Thema oder das Unternehmen besser zu verstehen. Sie ermöglicht es uns, selbstbewusst zu sprechen und unser Wissen unter Beweis zu stellen. Neben der Forschung ist das Üben unerlässlich. Wenn Sie Ihre Präsentation oder Ihre Interviewantworten proben, können Sie sich wohler und artikulierter fühlen. Üben schafft Vertrautheit und Sprachkompetenz. Es ermöglicht uns, unsere Inhalte zu verfeinern und sicherzustellen, dass wir unsere Gedanken effektiv vermitteln. Ein weiterer Aspekt der Vorbereitung ist das Setzen von Zielen. Wenn Sie klar definieren, was Sie erreichen möchten, bleiben Sie konzentriert und motiviert. Ziele geben Richtung und Zweck vor. Sie geben uns etwas, wonach wir streben können, und helfen uns, unseren Fortschritt zu messen. Es ist auch wichtig, potenzielle Herausforderungen oder Hindernisse zu antizipieren. Indem wir vorausschauend denken und Notfallpläne haben, können wir unerwartete Situationen mit Zuversicht bewältigen. Wenn wir auf verschiedene Szenarien vorbereitet sind, können wir uns anpassen und Probleme effektiv lösen. Es reduziert Ängste und stärkt unser Selbstvertrauen. Darüber hinaus trägt es zu Ihrer allgemeinen Bereitschaft bei, körperlich und geistig auf sich selbst aufzupassen. Es ist wichtig, sich ausreichend auszuruhen, gut zu essen und mit Stress umzugehen. Selbstfürsorge wird oft übersehen, spielt aber eine wichtige Rolle für unsere Leistung. Wenn wir uns körperlich und geistig gut fühlen, können wir uns von unserer besten Seite zeigen. Absolut, Anna. Die Priorisierung der Selbstfürsorge stellt sicher, dass wir die Energie und geistige Klarheit haben, um Herausforderungen direkt anzugehen. Es ist auch hilfreich, eine Checkliste oder eine To-Do-Liste zu haben. Wenn Sie Ihre Aufgaben organisieren und sie in überschaubare Schritte unterteilen, bleiben Sie auf dem richtigen Weg. Eine Checkliste hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und gibt Ihnen ein Erfolgserlebnis, wenn Sie erledigte Aufgaben abhaken. Auf dem Weg dorthin stärkt es Ihr Selbstvertrauen. Vergessen Sie nicht, den Erfolg zu visualisieren. Positive Ergebnisse mental zu proben kann helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und Leistungsangst abzubauen. Die Visualisierung von Erfolgen trägt zu einer positiven Denkweise bei. Es ermöglicht uns, zu sehen, wie wir unsere Ziele erreichen, was wiederum unser Selbstvertrauen stärkt. Selbstvertrauen entsteht wirklich, wenn man gut vorbereitet ist.
Es ist eine Kombination aus Wissen, Praxis und der Sorge um uns selbst. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion, Anna. Ich bin inspiriert, der Vorbereitung Priorität einzuräumen und das damit verbundene Selbstvertrauen zu genießen. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, dass Vorbereitung bei jedem Unterfangen der Schlüssel zum Erfolg ist. Machen Sie sich den Prozess zu eigen, und er wird sich auf lange Sicht auszahlen. Das werde ich, Anna. Darauf, gut vorbereitet zu sein und selbstbewusst alles anzunehmen, was auf uns zukommt. Lektion 12: Sprachbarrieren überwinden. Das ist klug. Mussten Sie bei Ihrer Reise in ein fremdes Land irgendwelche Sprachbarrieren überwinden? Nicht wirklich. Die meisten Menschen sprachen Englisch, was es einfacher machte, zu kommunizieren und sich in verschiedenen Situationen zurechtzufinden. Das ist ein Glück. Die Landessprache zu sprechen kann das Reiseerlebnis verbessern und Ihnen helfen, mit der Kultur und den Menschen in Kontakt zu treten. Absolut. Das Erlernen einiger Schlüsselphrasen in der Landessprache kann viel dazu beitragen, Respekt zu zeigen und eine Beziehung aufzubauen. Ich stimme zu. Auch wenn Sie die Sprache nicht fließend sprechen, können die Einheimischen es zu schätzen wissen, wenn Sie sich bemühen, in der Landessprache zu kommunizieren. Es zeigt, dass sie bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und die lokale Kultur zu genießen. Die Leute sind oft geduldiger und hilfsbereiter, wenn sie sehen, wie du es versuchst. Das ist wahr. Es ist wichtig, aufgeschlossen und anpassungsfähig zu sein, wenn man mit Sprachbarrieren konfrontiert wird. Nonverbale Kommunikation kann ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Nonverbale Hinweise wie Gesten, Gesichtsausdrücke und Körpersprache können helfen, die Lücke zu schließen, wenn die verbale Kommunikation schwierig ist. Absolut. Wenn Sie auf diese Hinweise achten und beobachten, wie die Einheimischen miteinander umgehen, können Sie wertvolle Einblicke in ihre Kultur und Bräuche erhalten. Ein weiteres nützliches Tool sind Übersetzungs-Apps oder Sprachführer. Sie können dir helfen, grundlegende Bedürfnisse zu kommunizieren und wichtige Informationen zu verstehen. Übersetzungs-Apps haben einen langen Weg zurückgelegt, um Reisenden zu helfen. Sie können bei Übersetzungen und Aussprachen helfen und sogar Sprachunterstützung in Echtzeit bieten. Es ist immer eine gute Idee, einen Backup-Plan zu haben, falls Sie auf Sprachbarrieren stoßen. Zum Beispiel kann es praktisch sein, wichtige Adressen oder Phrasen aufzuschreiben. Das ist ein toller Tipp, Anna. Eine schriftliche Referenz kann Ihnen helfen, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtzufinden oder nach dem Weg zu fragen. Zögern Sie auch nicht, Hilfe von Einheimischen oder Mitreisenden in Anspruch zu nehmen, die mit der Sprache möglicherweise besser vertraut sind. Die meisten Menschen sind bereit zu helfen, wenn sie höflich fragen. Das ist wahr. Um Hilfe zu bitten, löst nicht nur unmittelbare Sprachbarrieren, sondern ermöglicht es Ihnen auch, mit anderen in Kontakt zu treten und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Sich den Herausforderungen der Sprachbarrieren zu stellen, kann zu persönlichem Wachstum und einem tieferen Verständnis verschiedener Kulturen führen. Absolut. Die Überwindung von Sprachbarrieren auf Reisen erweitert unseren Horizont und lehrt uns, wie wichtig es ist, Vielfalt anzunehmen. Und es ist nicht nur auf Reisen beschränkt. In der heutigen globalisierten Welt kann die Fähigkeit, Sprachbarrieren in verschiedenen Kontexten zu überwinden, Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Das ist ein gutes Argument, Anna. Sprachbarrieren sollten uns nicht davon abhalten, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu erkunden und mit ihnen in Kontakt zu treten. In der Tat. Nehmen Sie die Herausforderung an, seien Sie aufgeschlossen und bemühen Sie sich, zu kommunizieren.
Sie werden überrascht sein, welche Verbindungen Sie herstellen können. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Die Überwindung von Sprachbarrieren ist eine wichtige Fähigkeit für jeden Reisenden oder Weltbürger. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, mit ein wenig Mühe und offenem Herzen können Sie Sprachbarrieren überwinden und sinnvolle Verbindungen herstellen. Das werde ich, Anna. Ich wünsche mir, Vielfalt anzunehmen und Sprachbarrieren zu überwinden, wo auch immer wir hingehen. Lektion 13. Hüten Sie sich vor Ausgaben für die Minibar. Ich war kürzlich in einem Hotel und habe den Fehler gemacht, anzunehmen, dass die Snacks in der Minibar kostenlos sind. Oh, das kann ein teurer Fehler sein. Artikel aus der Minibar sind normalerweise ziemlich teuer und nicht im Zimmerpreis enthalten. Ja, das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich war schockiert, als ich die Rechnung an der Kasse erhielt. Es ist immer eine gute Idee, die Preise zu überprüfen, bevor Sie sich in der Minibar verwöhnen lassen. Einige Hotels verfügen sogar über Sensoren, die Ihnen automatisch eine Gebühr aufladen, wenn Sie einen Gegenstand entfernen. Ich hätte genauer hinschauen oder das Hotelpersonal vorher nach den Preisen fragen sollen. Dies ist ein weit verbreitetes Missverständnis, insbesondere bei Erstreisenden. Minibars können verlockend sein, aber sie sind mit einem hohen Preis verbunden. Ich habe definitiv meine Lektion gelernt. Ab jetzt überlege ich es mir zweimal, bevor ich zu einem Snack aus der Minibar greife. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ihre eigenen Snacks oder Getränke mitzubringen. Auf diese Weise können Sie Geld sparen und mehr Kontrolle darüber haben, was Sie konsumieren. Das ist ein toller Vorschlag. Wenn Sie im Voraus planen und ein paar Snacks von zu Hause aus zu sich nehmen, können Sie Heißhungerattacken stillen, ohne das Budget zu sprengen. Denken Sie auch daran, die Richtlinien des Hotels bezüglich der Mitnahme von Speisen und Getränken von außerhalb zu überprüfen. An einigen Orten gelten Einschränkungen oder es werden Gepäckgebühren erhoben. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, die Hotelregeln zu respektieren und zusätzliche Kosten oder Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Ein weiterer Tipp ist, in der Nähe befindliche Geschäfte oder lokale Märkte zu erkunden. Oft finden Sie eine Vielzahl von Snacks und Getränken zu günstigeren Preisen. Das ist eine kluge Idee. Es ist eine großartige Möglichkeit, die lokale Kultur zu erleben und lokale Unternehmen zu unterstützen. Absolut. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einzigartige Snacks oder Getränke zu probieren, die möglicherweise nicht in der Minibar des Hotels erhältlich sind. Das werde ich auf jeden Fall für meine zukünftigen Reisen berücksichtigen. Es geht darum, auf Ausgaben zu achten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Für eine effektive Verwaltung Ihres Reisebudgets ist es unerlässlich, sich potenzieller zusätzlicher Kosten wie der Ausgaben für die Minibar bewusst zu sein. Vielen Dank, dass du diese wertvollen Tipps geteilt hast, Anna. Ich bin mir sicher, dass viele Reisende davon profitieren werden, wenn sie mit Versuchungen in der Minibar vorsichtiger umgehen. Du bist willkommen, John. Es ist immer eine Freude, Erkenntnisse zu teilen, die anderen helfen können, ein angenehmeres und budgetfreundlicheres Reiseerlebnis zu haben. Ich weiß das zu schätzen, Anna. Ich wünsche Ihnen, auf unsere Ausgaben zu achten und teure Überraschungen in der Minibar zu vermeiden. Lektion 14. Gespräche beim Pendeln. Wie lang ist dein Arbeitsweg, Anna? Im Durchschnitt sind es etwa 30 Minuten. Ich wohne relativ in der Nähe meines Arbeitsplatzes, also ist es nicht so schlimm. Das ist großartig.
Ein kürzerer Arbeitsweg kann Ihnen Zeit sparen und Ihren Morgen weniger stressig machen. Absolut. Ich genieße es, morgens etwas mehr Zeit zu haben, um mich zu entspannen oder Dinge zu tun, die mir Spaß machen, bevor ich meinen Arbeitstag beginne. Das kann ich verstehen. Ein kürzerer Arbeitsweg ermöglicht einen reibungsloseren Übergang zwischen Privat- und Berufsleben. Ja, es hilft mir, eine bessere Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Ich habe mehr Zeit für Hobbys, Sport oder Zeit mit meinen Lieben. Das ist fantastisch. Ein kürzerer Arbeitsweg kann sich positiv auf Ihr allgemeines Wohlbefinden und Ihre Zufriedenheit auswirken. Andererseits kenne ich einige Leute, die viel längere Arbeitswege haben. Es kann für sie eine ziemliche Herausforderung sein. Lange Arbeitswege können in der Tat schwierig sein. Jeden Tag Stunden auf der Straße zu verbringen, kann körperlich und geistig anstrengend sein. Absolut. Es ist wichtig, Wege zu finden, um lange Arbeitswege optimal zu nutzen, zum Beispiel Hörbücher oder Podcasts anzuhören. Das ist ein toller Vorschlag. Wenn Sie die Pendelzeit nutzen, um sich persönlich weiterzuentwickeln oder etwas Neues zu lernen, kann dies erträglicher werden. Manche Leute nutzen die Zeit auch, um geschäftliche E-Mails nachzuholen oder ihren Tag im Voraus zu planen. Es kann ihnen helfen, sich besser organisiert zu fühlen. Das ist wahr. Die produktive Nutzung der Pendelzeit kann ein Erfolgserlebnis vermitteln und dafür sorgen, dass sich die Reise lohnenswert anfühlt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, sofern verfügbar. Es ermöglicht Ihnen, sich zu entspannen, ein Buch zu lesen oder sogar ein Nickerchen auf dem Weg zur Öffentliche Arbeit zu Verkehrsmittel machen. können eine bequeme und nachhaltige Wahl sein, insbesondere in belebten städtischen Gebieten. Absolut. Es hilft, Verkehrsstaus zu reduzieren und wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. Für diejenigen, die lange Arbeitswege haben, können auch Fahrgemeinschaften oder Mitfahrgelegenheiten eine praktikable Option sein. Dies kann die Reise sozialer und kostengünstiger machen. Das ist richtig. Wenn Sie den Arbeitsweg mit anderen teilen, fühlt es sich weniger einsam an und es entstehen Gelegenheiten für interessante Gespräche. In der Tat, es ist immer schön, auf dem Weg zur Arbeit Gesellschaft zu haben und unterwegs neue Verbindungen zu knüpfen. Unabhängig davon, ob Ihr Arbeitsweg kurz oder lang ist, kann die Suche nach Möglichkeiten, ihn angenehmer oder produktiver zu gestalten, Ihren Tagesablauf erheblich verbessern. Das ist eine großartige Perspektive, Anna. Es geht darum, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert und die Zeit, die Sie mit dem Pendeln verbringen, optimal zu nutzen. Genau. Mit einer positiven Einstellung und etwas Kreativität können wir unsere Pendelfahrten in wertvolle Momente unseres Tages verwandeln. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Gespräche beim Pendeln erinnern uns daran, das Beste aus unserer Reise herauszuholen, egal wie lang sie ist. Lektion 15: Den richtigen Zeitpunkt finden. Du hast so viele Projekte erfolgreich übernommen, Anna. Ich bin beeindruckt. Was ist mit dem Timing? Wann sollte ich es ansprechen? Das Timing ist entscheidend, John. Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um ein Thema zu besprechen oder ein sensibles Thema anzusprechen. Ich stimme zu. Ich mache mir oft Sorgen, Dinge zur falschen Zeit zur Sprache zu bringen und zu Missverständnissen oder Spannungen zu führen. Ein wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist die Verfügbarkeit und Empfänglichkeit der anderen Person. Finden Sie eine Zeit, in der sie offen und aufmerksam ist. Das macht Sinn. Es ist wichtig, Ihre Stimmung einzuschätzen und sicherzustellen, dass Sie nicht beschäftigt oder in Eile sind. Genau.
Eine ruhige und entspannte Umgebung kann eine bessere Kommunikation und ein besseres Verständnis fördern. Sollte ich eine bestimmte Zeit für ein Gespräch einplanen, oder ist es besser, den Moment zu nutzen, in dem es sich richtig anfühlt? Das hängt von der Situation ab, John. Wenn es sich um eine wichtige Angelegenheit handelt, kann die Planung einer bestimmten Zeit sicherstellen, dass beide Parteien vollständig anwesend sind. Ich verstehe. Auf diese Weise können wir genug Zeit einplanen, um das Thema gründlich zu besprechen, ohne uns überstürzt zu fühlen. Wenn es sich jedoch um ein eher ungezwungenes oder spontanes Gespräch handelt, kann es gut funktionieren, den Moment zu nutzen. Es geht also darum, das Gleichgewicht zwischen einer geplanten Diskussion und der Offenheit für spontane Gespräche zu finden. Ja, Flexibilität ist der Schlüssel. Manchmal ergeben sich unerwartete Möglichkeiten, und es ist wichtig, sich an die Situation anzupassen. Was ist, wenn ich mir über den richtigen Zeitpunkt nicht sicher bin? Soll ich warten oder die Initiative ergreifen, um das Gespräch zu beginnen? Vertraue deinem Instinkt, John. Wenn es sich um eine wichtige Angelegenheit handelt, die angegangen werden muss, ist es besser, sie nicht zu lange aufzuschieben. Ich verstehe. Prokrastination kann die Situation manchmal komplizierter machen. Es ist besser, es früher als später anzugehen. Das ist richtig. Wenn es sich jedoch um eine weniger dringende Angelegenheit handelt, können Sie die Situation beobachten und auf einen geeigneteren Moment warten. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es geht darum, die Umstände zu berücksichtigen und den besten Zeitpunkt für eine effektive Kommunikation zu wählen. Genau. Das Timing kann das Ergebnis einer Konversation und die allgemeine Dynamik zwischen Personen stark beeinflussen. Danke für deine Anleitung, Anna. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, die Feinheiten des Timings zu meistern. Du bist willkommen, John. Denk dran, Übung und Erfahrung helfen dir auch dabei, ein besseres Zeitgefühl zu entwickeln. Ich schätze deine Unterstützung und deinen Rat, Anna. Wir wünschen Ihnen, die Kunst des perfekten Timings in unseren Gesprächen zu beherrschen. Lektion 16: Strategie zur Filialauswahl. Wenn es um verschiedene Geschäfte geht, Anna, hast du irgendwelche Ratschläge? Welche Faktoren sollten wir in diesem Fall berücksichtigen? Absolut, John. Bei der Auswahl eines Geschäfts ist es wichtig, Faktoren wie Preis, Qualität, Komfort und Kundenservice zu berücksichtigen. Der Preis ist definitiv ein wichtiger Faktor. Wir alle wollen die besten Angebote finden und Geld sparen. Ja, aber es ist auch wichtig, Preis und Qualität in Einklang zu bringen. Manchmal lohnt es sich auf lange Sicht, etwas mehr für eine bessere Qualität zu bezahlen. Das ist wahr. Qualitätsprodukte halten in der Regel länger und bieten ein besseres Gesamterlebnis. Bequemlichkeit ist ein weiterer entscheidender Faktor. Es ist hilfreich, ein Geschäft zu wählen, das leicht zugänglich ist und eine Vielzahl von Produkten anbietet. Ich stimme zu. Ein Geschäft in der Nähe zu haben, kann Zeit und Mühe sparen, insbesondere für Dinge des täglichen Bedarfs. Berücksichtigen Sie außerdem den Kundenservice des Geschäfts. Freundliches und sachkundiges Personal kann Ihr Einkaufserlebnis erheblich verbessern. Ein guter Kundenservice kann unsere allgemeine Zufriedenheit erhöhen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir in das Geschäft zurückkehren. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist der Ruf des Ladens. Das Lesen von Bewertungen oder das Bitten um Empfehlungen kann wertvolle Erkenntnisse liefern.
Das ist ein gutes Argument. Aus den Erfahrungen anderer zu lernen, kann uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Denken Sie außerdem über die Richtlinien des Geschäfts nach, zum Beispiel die Rückgabe- oder Umtauschrichtlinien. Es ist gut, Ihre Bedingungen zu kennen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Stimmt. Ein flexibles und kundenfreundliches Rückgaberecht kann uns beim Kauf Sicherheit geben. Schließlich sollten Sie die Werte und die Ethik des Ladens berücksichtigen. Die Unterstützung von Unternehmen mit verantwortungsvollen Praktiken entspricht unseren eigenen Werten. Absolut. Es ist wichtig, Geschäfte zu wählen, die Nachhaltigkeit, fairen Handel und ethische Beschaffung, wann immer möglich, Priorität einräumen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie bei der Auswahl eines Geschäfts Faktoren wie Preis, Qualität, Komfort, Kundenservice, Ruf, Richtlinien und Werte berücksichtigen sollten. Danke für die umfassende Beratung, Anna. Die Berücksichtigung dieser Faktoren wird mir helfen, bessere Ladenentscheidungen zu treffen. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, es geht nur darum, Geschäfte zu finden, die Ihren Bedürfnissen und Werten entsprechen. Ich schätze Ihre Anleitung. Wir wünschen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und unsere Einkaufserlebnisse zu genießen. Lektion 17: Spaß mit pelzigen Freunden. Einen Hund zu haben ist eine tolle Idee, findest du nicht? Sie sind wunderbare Begleiter. Unbedingt. Hunde sind loyal, liebevoll und bringen so viel Freude in unser Leben. Ich habe darüber nachgedacht, mir einen zu besorgen. Wie wäre es mit einem lockigen Mantel? Es sieht bezaubernd aus. Oh, ja. Diese Rasse ist bekannt für ihre bezaubernde Persönlichkeit und ihr fellarmes Fell. Das ist perfekt. Ich bevorzuge einen Hund, der nicht zu viel haart, um mein Zuhause sauber zu halten. Verständlich. Hunde mit leichtem Fell sind eine gute Wahl für Allergiker oder solche, die weniger Haare im Haus bevorzugen. Ich habe auch gehört, dass diese Rasse intelligent und leicht zu trainieren ist. Das ist ein großes Plus. Auf jeden Fall. Intelligente Rassen können Befehle schnell erkennen und das Training so angenehm wie möglich gestalten. Ich freue mich über die Idee, einen Hund auszubilden. Es würde Spaß machen, ihnen Tricks und Gehorsam beizubringen. Es ist eine lohnende Erfahrung, John. Training stärkt nicht nur die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Hund, sondern sorgt auch für dessen Sicherheit und Wohlbefinden. Ich kann mir die Freude vorstellen, mit wedelndem Schwanz und einem pelzigen Freund, der gerne spielt, nach Hause zu kommen. Hunde sind unglaublich liebevoll und leben von menschlicher Gesellschaft. Sie werden überglücklich sein, dich jeden Tag zu sehen. Ich bin bereit für die Verantwortung, die mit dem Besitz eines Hundes einhergeht. Regelmäßige Bewegung, Fellpflege und Gesundheitsfürsorge sind alle wichtig, oder? Absolut. Hunde brauchen körperliche Aktivität, regelmäßige Fellpflege, um ihr Fell gesund zu halten, und routinemäßige tierärztliche Versorgung, um ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Ich setze mich dafür ein, einem Hund ein liebevolles und fürsorgliches Zuhause zu bieten. Sie verdienen all die Liebe und Aufmerksamkeit, die wir geben können. Das ist wunderbar, John. Hunde bringen so viel Glück und werden zu einem festen Bestandteil unserer Familien. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Auf die Freude und Kameradschaft, die Hunde in unser Leben bringen. Lektion 18: Zeitloser Stil mit Kreolen.
Stile, die immer gefragt sind perfekt, findest du nicht? Mir gefällt, wie Kreolen jedem Outfit einen Hauch von Eleganz verleihen können. Unbedingt. Kreolen sind vielseitig einsetzbar und seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Mode. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich, sodass Sie leicht das perfekte Paar für jeden Anlass finden können. Das ist richtig. Egal, ob Sie kleine, zarte Ringe für den Alltag oder große, auffällige Reifen für einen besonderen Anlass bevorzugen, es gibt für jeden einen Stil. Welches Material eignet sich Ihrer Meinung nach am besten für Kreolen? Gold, Silber oder etwas anderes? Das hängt von den persönlichen Vorlieben und der gewünschten Ästhetik ab. Gold und Silber sind zeitlose Optionen, aber auch andere Materialien wie Roségold oder Edelstahl können modisch sein. Ich verstehe. Es geht also darum, ein Material auszuwählen, das zu Ihrem Stil passt und zu Ihren anderen Accessoires passt. Genau. Wenn Sie Ihre Kreolen mit Ihrer Halskette oder Ihrem Armband kombinieren, entsteht ein einheitlicher und eleganter Look. Gibt es Richtlinien für die Wahl der richtigen Größe von Kreolen? Es ist subjektiv, John. Kleinere Reifen können für einen subtilen, unaufdringlichen Look sorgen, während größere Reifen ein mutiges Statement abgeben können. Ich denke, es hängt auch von deiner Gesichtsform und deinem persönlichen Stil ab. Ja, das stimmt. Wenn Sie mit verschiedenen Größen experimentieren, können Sie die Kreolen finden, die Ihren Gesichtszügen am besten schmeicheln. Ich habe einige Kreolen mit komplizierten Mustern oder Verzierungen gesehen. Was denkst du über die? Sie können eine großartige Möglichkeit sein, Ihren Ohrringen visuelles Interesse und Einzigartigkeit zu verleihen. Es hängt alles von Ihrem Stil und dem Anlass ab. Das macht Sinn. Kreolen mit komplizierten Details können ein Gesprächsstarter sein und eine Möglichkeit sein, Ihre Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Absolut. In der Mode dreht sich alles um Selbstdarstellung, und Kreolen bieten dafür eine fantastische Gelegenheit. Ich freue mich darauf, verschiedene Arten von Kreolen zu entdecken und mit meinen Looks zu experimentieren. Das ist der Geist, John. Viel Spaß beim Entdecken der unendlichen Möglichkeiten von Kreolen. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Auf ein zeitloses Styling mit Kreolen.